In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man ein Einstiegssignal für diesen Oszillator hier erstellen kann. Es handelt sich um den Williams Percent Range Oszillator. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL4 programmieren kann. Der Williams Percent Range Indicator ist eigentlich ein Oszillatorsignal und wird daher in einem separaten Oszillatorfenster unterhalb des Kerzencharts angezeigt. Um ein Einstiegssignal für unser Platin-System zu erstellen, müssen wir eine Datei namens checkentry-wpr.mq4 im selben Verzeichnis wie unsere anderen Dateien anlegen. Eigentlich können Sie diese Einstiegssignaldatei auch für Ihr eigenes, selbst programmiertes System oder für das Robot-Trading-System verwenden. Die Datei enthält eine Funktion namens checkentry, die wir zur Berechnung des Signals für unser Hauptmodul verwenden. Dazu erstellen wir eine Variable mit dem Namen Signal, aber wir werden ihr nicht sofort einen Wert zuweisen, denn dieser wird in den folgenden Schritten berechnet. MQL4 enthält eine Funktion für diese Berechnung. Der Name der Funktion ist IWPR. Sie benötigt ein paar Parameter, die wir ihr übergeben müssen. Der erste Parameter steht für das aktuelle Symbol im Chart. Der zweite Parameter steht für die aktuell ausgewählte Periode in diesem Chart. Der dritte Parameter wird für die Anzahl der Kerzen verwendet, die wir zur Berechnung unseres Ergebnisses verwenden. Und der letzte Parameter ist für einen Verschiebungswert. Den brauchen wir nicht, also setzen wir ihn auf 0. Wenn Sie einen leeren Chart in MetaTrader öffnen und auf Einfügen, Indikatoren, Oszillatoren klicken und den Williams Percent Range Oszillator auswählen, werden Sie sehen, dass der Standardwert für die Periode ebenfalls 14 ist. Bestätigen Sie diese Einstellung mit OK. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Chart und speichern Sie die Vorlage als tester.tpl. Tester.tpl ist die Vorlage, die im Strategietester verwendet wird, um das Einstiegssignal tatsächlich anzuzeigen. Aber zurück zum Einstiegssignalmodul. Nachdem wir nun den WPR-Wert berechnet haben, können wir prüfen, ob der Wert unter -80 liegt. Wenn dies der Fall ist, betrachten wir das als Kaufsignal und weisen unserem Signal das Wort bei zu. Im anderen Fall, wenn das Signal unter -20 liegt, würde das bedeuten, dass wir ein Verkaufssignal haben, und dann weisen wir unserem Signal das Wort Sell zu. Schließlich verwenden wir die Return-Anweisung, um das Signal an unser Hauptmodul zurückzugeben. Bitte speichern Sie die Datei für das Einstiegssignal, aber Sie brauchen sie nicht zu kompilieren. Sie wird mit dem Hauptmodul kompiliert, wenn Sie das Einstiegssignal dort geändert haben. Öffnen Sie dazu bitte das Hauptmodul und ändern Sie die Include-Anweisung für Ihr Einstiegssignal unterhalb des Importabschnitts. Sie können Ihr aktuelles Modul mit 2 Schrägstrichen auskommentieren. Es wird dann grau dargestellt. Aktivieren Sie die Symbolleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche Kompilieren, um das Hauptmodul und Ihr Eingangssignal zusammen zu kompilieren. Sie sollten keine Fehler erhalten. Wenn Sie Fehler erhalten, gehen Sie bitte auf unsere Website und suchen Sie im Shop nach vorkompilierten Quellcodes. Okay, wenn alles geklappt hat, dann sollten Sie jetzt ein funktionsfähiges Einstiegsmodul für den Williams Percent Range Indikator haben. Falls nicht, können Sie unsere Webseite besuchen. Dort gibt es diverse Quellcodes im Shop, falls Sie nicht alles selber tippen möchten. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Im Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.